Was ist ein Amiga 500 ohne Diskettenlaufwerk? Nichts. Und genau das Problem habe ich. Mein Diskettenlaufwerk dieses schönen Amiga liest keine Disketten mehr. Und deshalb werde ich mir das interne Laufwerk heute mal ganz genau anschauen. Los geht's! So, in der Amiga-Paketserie hatte ich ja Probleme von den Disketten irgendwas Vernünftiges zu lesen. Entsprechend will ich mir heute das Laufwerk des Amiga mal genauer anschauen. Zudem habe ich noch das externe Laufwerk hier, das nehme ich in dem Zuge gleich auch noch mit unter die Lupe. Nun, wie ich den Amiga zerlege, konntet ihr im ersten Teil der Serie sehen und deshalb zeige ich das natürlich nicht nochmal. Aber das Diskettenlaufwerk selbst hat auch nochmal so eine Art Metallgehäuse, das mit zwei Schrauben links und rechts befestigt ist. Die habe ich selbstverständlich erstmal aufgemacht, doch leider dabei übersehen, dass hier oben auch noch eine weitere Schraube ist. Die ist nach innen versetzt und deshalb ist sie mir irgendwie entgangen. Dadurch konnte ich das Gehäuse nicht entfernen und habe die Platine abgeschraubt, weil ich darunter weitere Schrauben vermutete. Dem war natürlich aber nicht so. Beim Herunternehmen der Platine habe ich dann aus Versehen die Flachbandkabel, die zum Schreiblesekopf führen, mit abgezogen. Aber nachdem alles schon mal so weit zerlegt ist, habe ich einfach mit dem Reinigen begonnen. Bei den Reinigungsschritten hier im Video zeige ich immer nur einen Ausschnitt. Selbstverständlich mache ich das in Wirklichkeit natürlich mit dem ganzen Laufwerk oder auch mit dem ganzen Gerät. Wie immer bei solchen Reinigungsaktionen starte ich mit Wattestäbchen, um erstmal den gröbsten Schmutz zu entfernen. Dabei schaue ich mir die Platine genauer an, vor allem lege ich Wert auf die Elcos, denn wenn die eine Wölbung haben, dann sind die defekt und müssen natürlich ausgetauscht werden. Bei dem Laufwerk hier schaut allerdings die Platine noch sehr gut aus, Staub und Dreck ist allerdings jede Menge vorhanden. Zum Beispiel habe ich hier neben dem Laufwerkskopf einen richtig großen Staubknäuel rausgefischt, der könnte das Lesen natürlich schon sehr erschweren. Ist der gröbste Schmutz erstmal herunten, benutze ich einen sanften Reiniger, um die Metallteile und die Plastikteile zu säubern. Das mache ich natürlich auch wieder mit Wattestäbchen. Die Platine belasse ich meistens so wie sie ist, nehme nur den größten Staub runter. Im Extremfall verwende ich eventuell noch ein bisschen Platinenreiniger oder Kontaktspray. Jedes Laufwerk hat natürlich immer den Schreiblesekopf und der ist sehr sensibel. Den reinige ich natürlich auf keinen Fall mit irgendwelchen handelsüblichen Reinigungsmitteln, sondern dazu verwende ich Alkohol, also Isopropanol. Isopropanol entfernt den Dreck recht zuverlässig und beschädigt solche Teile auch nicht. Entsprechend tränke ich wieder ein Wattestäbchen mit Alkohol und fahre ganz vorsichtig über den Schreiblesekopf. Nun, nachdem alles wieder einigermaßen sauber ist, schraube ich die Platine wieder fest und stecke die Flachbandkabel ganz vorsichtig ein. Die sahen zunächst sehr empfindlich aus, doch es hat dann ganz gut funktioniert. Bevor ich den Amiga nun wieder komplett zusammenbaue, unterziehe ich das Laufwerk natürlich einem Test. Dazu stecke ich das Daten- und das Stromkabel wieder in das Motherboard und zusätzlich, damit hier keine Kontakte zwischen Laufwerk und Hauptplatine entstehen, lege ich eine Pappe unter. Ich versuche es am Anfang mal mit der Amiga Workbench Diskette, doch nach etwas Gegrunze des Laufwerks zeigt sich leider schnell, dass es nicht funktioniert. Schade. Naja, ebenso ging es mir dann leider auch mit ein paar weiteren Disketten, die ich ausprobiert habe. Keine von ihnen hat irgendwie gut funktioniert. Ja, ich weiß es im Moment nicht weiter. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist wirklich, dass die Disketten einen Schaden haben, dass sie wirklich feucht gelagert worden sind. Und entsprechend würde ich mir die Disketten mal anschauen. Also bei Terminator 2 habe ich vorhin mal reingeschaut. Da ist schon ein Fleck zu erkennen. Wenn das Feuchtigkeit ist, habe ich natürlich verloren. Dann muss ich die wahrscheinlich auf den Müll werfen. Hier schaut die Sachlage ein bisschen besser aus, zumindest mal am Anfang. Ich werde es jetzt einfach versuchen mit irgendeiner Diskette, am besten mit einer originalen. Die sind wahrscheinlich nicht irgendwie nur billig kopiert worden, sondern richtig schön geschrieben. Und entsprechend hoffe ich, dass dann vielleicht eines dieser Games funktioniert. Was mir jetzt auch noch in den Sinn gekommen ist, ist, dass die Mechanik ja vielleicht auch schon ein bisschen Dreck abbekommen hat und entsprechend natürlich nicht mehr so gut läuft, nicht mehr so rund. Ja, die Motoren haben natürlich da schwer zu kämpfen, wenn sie da Dreck mitmachen müssen. Und ich würde einfach ein bisschen WD-40 ganz vorsichtig reinsprühen und hoffen, dass sich dann die Mechanik hier wieder ein bisschen löst und vielleicht hier die Möglichkeit besteht, dass sich die Diskette besser dreht und hier nicht eher zu viel Kraft darauf braucht und vielleicht deshalb die Probleme entstehen. Das ist schon möglich bei diesem, wie so ein Laufwerk funktioniert. Könnt ihr dann sehen, ich mache da mal eine Nahaufnahme. Ja, im Grunde ist es ganz einfach. Es greift hier
in dieses Disketten, ja in diese Vertiefung und dadurch kann man die Scheibe, die Magnetscheibe, die sich hier drin befindet, drehen. Natürlich macht man das Gehäuse beim Einschieben, als Gehäuse diese Klappe hier beim Einschieben schon auf und dann ist da die Magnetschicht und da ist dann ein Lesekopf und dann gibt es noch einen kleinen Motor, der hier den Kopf eben nach vorne oder hinten bewegt, um eine dieser Spuren zu lesen und das war's dann schon. Und das wird dann eben über Magnetismus aufgenommen und dann kommen da die Bits rüber. So, ja, ich würde es dann einfach mal, nehme ich jetzt erstmal die Böde-Disk vielleicht, ist sie denn die hier, um sicher zu gehen, dass erstmal der Kopf nichts abbekommen hat von diesem Spray und wenn, könnte der das Zeug an die Böde-Disk abgeben und nicht gleich an eine meiner guten. So, da passiert natürlich nichts. Ich finde, es schleift so ein bisschen, wenn man das Geräusch hört. Ich nehme mal die Spielekiste, wenn die was abbekommt, ist auch nicht so dramatisch. Na, auch hier scheint es nicht wirklich zu funktionieren. Und auch bei ein paar weiteren Disketten blieb der Erfolg leider aus. Das heißt, dass auch die Schmierung leider keine Verbesserung brachte. Ja, Mist. Letztlich bleibt mir jetzt nur noch die Hoffnung, dass die Reinigung der Disketten selbst etwas bringt. So, ich habe mir mal die Diskette der rasende Reporter von der Bundesregierung herausgesucht, um diese zu reinigen. Dazu mache ich diese Schutzklappe hier einfach mal ab. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein und dann kann man sie heraushebeln. Danach gehe ich vor wie beim Laufwerkskopf. Ich nehme ein in Alkohol getränktes Wattestäbchen und fahre vorsichtig damit über die Magnetscheibe. Hierbei ist größte Vorsicht geboten, denn diese Magnetscheibe ist druckempfindlich. Das heißt, man darf nur mit ganz leichtem Druck über diese Magnetscheibe drüber fahren. Dazu kommt noch, dass bei den Wattestäbchen manchmal die Watte von dem Stäbchen verrutscht. Und wenn das Ende herausschaut, das ist sehr scharfkantig, kann die Magnetscheibe natürlich da Kratzer erhalten und dann ist die Diskette verloren. Entsprechend hier bitte ganz große Vorsicht walten lassen. Das habe ich natürlich komplett mit Vorder- und Rückseite durchgeführt. Jetzt feuere ich die rein. Doch leider wurde auch daraus wieder nichts. Ich erspare euch jetzt die Fehlermeldung, die ich von den 4 oder 5 Disketten bekommen habe, trotz der gründlichen Reinigung. Leider ist bei dem Laufwerk auch der Button beschädigt. Hier muss ich schauen, ob ich an ein günstiges Ersatzteil komme oder eventuell einen Sekundenkleber nehme, um das wieder zu befestigen. So, ich habe jetzt hier diesen Taster und das abgebrochene Teil habe ich noch in der Box gefunden. Und jetzt nehme ich einfach Sekundenkleber und klebe das mal zusammen. Ich habe noch nicht geschaut, ob es im Internet günstig solche Teile gibt. Ich vermute mal eh nichts, denn solche Ersatzteile aus alter Zeit sind meistens nicht ganz günstig. Und da ich es eh nur in den Schrank legen werde, würde ich es jetzt einfach mal kleben. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen zu viel Kleber drauf gebracht, aber jetzt muss ich es halt entsprechend länger festhalten und festdrücken. Sekundenkleber hilft normalerweise schon ganz gut und es ist ja auch nicht großen Belastungen ausgesetzt. Das heißt, ich drücke die Taste einfach nur rein. Dahinter befindet sich aber ein Metall, das ich damit drücke und diese Stelle, die ich geklebt habe, die wird eigentlich keiner großen Belastung ausgesetzt. Von daher hoffe ich, dass es eigentlich schon lange halten kann. Ich meine, ich stecke die Diskette ja nur rein, da kommt der Taster mit rausgefahren. Da ist auch keine Belastung auf diesen Bruch, auf diese Bruchstelle. Wie der Bruch überhaupt zustande kommen konnte, frage ich mich vielleicht ist es auch beim Transport passiert. Spielt auch jetzt keine Rolle mehr. Ich denke, die Stelle ist jetzt lang genug getrocknet und wir schauen uns das Ergebnis an. So, ich finde, der Knopf schaut recht gut aus, also kann ich ihn auch wieder einbauen. Es gibt hier einen kleinen Widerhaken, der einrasten will. Dazu wird wahrscheinlich beim erstmaligen Einbau das Plastik ein bisschen verbogen, was grundsätzlich nicht schlimm ist, nur wenn ich jetzt diese Bruchstelle wieder anfange herumzubiegen, dann habe ich die Befürchtung, dass es wieder brechen könnte. Deshalb biege ich einfach das Blech. Ich nehme hier die Zange und biege das Blech ein bisschen auf, fahre den Widerhaken rein sozusagen und biege dann das Blech zurück, sodass der Widerhaken einrastet. Soweit, so gut. Ich habe das jetzt hier so gemacht. Ihr seht, das Laufwerk ist soweit wieder in Ordnung. Ich habe hier diesen Widerhaken, dieses Blech hier wieder nach hinten gebogen. Jetzt ist es an seiner originalen Position und der Taster hier oder dieser Knopf funktioniert einwandfrei. Er ist auch recht stabil in Position. Von daher würde ich sagen, war die Klebeaktion erfolgreich. Wieder was repariert, wunderbar. Leider funktioniert das Laufwerk trotzdem nicht. Ich werde mich deshalb im Internet auf die Suche nach Hilfe begeben. Ganz so wichtig ist es für mich aber gar nicht, da ich sowieso ein Gotek-Laufwerk einbauen möchte. Das ist ein Emulator, der dem Amiga ein Floppy-Laufwerk vorgaukelt. In Wirklichkeit lädt er aber Diskettenabbildungen, sogenannte Images, von einem USB-Stick. Das ist sehr praktisch, da ich dadurch einfach viele Programme und Spiele auf einen USB-Stick packen kann und dann per Knopfdruck die entsprechende Diskette auswähle und so quasi in den Amiga einlege.
Soweit dazu. Ich habe ja noch das externe Diskettenlaufwerk, das sollte sich auch intern anschließen lassen. Und so würde ich die Möglichkeit bekommen, doch noch etwas auf meinem geliebten Amiga zu zocken. Aber das mal hier im nächsten Video, also aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Ich sag danke fürs Zusehen, sagt mir, wie es euch gefallen hat und schaut wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Ciao, bis dann!